Ja, was ist großvolumig? Ich denke, da sind wir beim Holzbau noch relativ bescheiden, was die gebauten Quadratmeterzahlen anbelangt, was auch die gebauten Geschosse anbelangt. Ich glaube, dass wir sehr gut dabei sind in der Geschossigkeit, dass wir auch über 10, 11, 12, 13 bis 20 Geschosse nicht nur nachdenken können, sondern dass wir die wirklich gut realisieren können und auch wirklich im Vergleich zu anderen Baustoffen konkurrenzfähig errichten können. Die Chancen für den großvolumigen Holzbau sind riesengroß, gerade im urbanen Bereich, in den Städten, bei der Nachverdichtung, bei der Aufstockung. Und da sind wir gerade sehr dran, dass wir die Gebäudeklassen 4 und 5, insbesondere europaweit natürlich auch, und dann im Speziellen in Deutschland hier nach vorne bringen. Und das ist eine Riesenchance für uns, weil es einfach schnell geht, weil es Platz spart und weil es von der statischen Ausrüstung her leichter zu machen ist als mit anderen Baustoffen. Das ist unser Prä im Holzbau. Die Gründe, weshalb es noch nicht zu diesen großvolumigen Bauten kommt, sind relativ vielfältig. Es gibt immer noch ein gewisses Maß an Vorteil dem Werkstoffholz gegenüber. Das ist leider immer noch der Fall. Das wird allerdings besser. Dann spielt natürlich das Baurecht auch eine sehr große Rolle. Also wenn ich mir jetzt die unterschiedlichen, in den Dachstaaten die unterschiedlichen Baurechtssituationen anschaue, die Schweiz baut deswegen sehr viel großvolumiger, sehr viel mehr großvolumiger als Deutschland und Österreich, weil das Baurecht dort sehr viel besser ist. Währenddessen das in Deutschland zum Beispiel von 2, 3 Bundesländern abgesehen immer noch sehr schwierig ist, teilweise 4- oder 5-geschossige Gebäude zu bauen. Also das ist für mich einer der Hauptgründe, dass wir wirklich im Baurecht noch nicht so weit sind, dass im Prinzip das Baurecht nicht die technischen und die technologischen Möglichkeiten des modernen Holzbaus abbildet. Das ist fast für mich das Hauptproblem. Der Holzbau muss bezahlbar gemacht werden und da ist immer die Aufgabe, dass man in Forschung und Entwicklung investiert, um gewisse Hindernisse wie Kapselung und andere brandschutztechnischen Auflagen eben so nachzuweisen, dass die Sicherheit der Menschen geboten ist, aber auf der anderen Seite her so domestiziert, dass es auch baubar ist und planbar ist für die Architekten. Das ist ganz wichtig. Ja, wir müssen sozusagen nach wie vor, und das tun wir ja alle miteinander, die Werbetrommel rühren. Wir müssen die immer noch wenigen gebauten Beispiele bewerben. Wir müssen schauen, dass wir die sozusagen auch in die Breite bringen. Natürlich baue ich auch gerne mal ein Holzhochhaus, aber ich sage auch immer, okay, wir müssen doch erstmal 4, 5, 6, 7, 8, 9 geschossig bauen und das auch in die Breite bringen, das heißt in die Städte zurückkehren. Da sind wir immer noch nicht. Wir sind in Deutschland bei irgendwie 4,5%, in Österreich ist, glaube ich, ein bisschen mehr Holzanteil für die Mehrgeschossigkeit. Und wir müssen, und das ist zum Beispiel auch eine meiner Aufgaben an der TU Graz, eben genau den Bauaufsichtsämtern, den verantwortlichen Politikern zeigen, was der Holzbau wirklich kann und mithin wirklich versuchen, Baurecht zu ändern. Das ist tatsächlich ein sehr hehres Ziel für mich und sollte es auch für uns alle sein.